bist ja doch hier. Was? Vergiss nachher nicht, den Laptop runterzubringen. Was gibt's denn da so Spannendes? Ach, nichts. Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen? Seit wann interessiert dich sowas? Für Sozialwissenschaften. Ich muss morgen ein Referat halten. Aha. Ungewöhnliches Thema, aber na gut. Ach du, das geht im Allgemeinen um Abhängigkeitsverhältnisse. Am Arbeitsplatz, in der Familie. Auch in der Schule? Ja, weiß nicht. Also das wird mir als erstes einfallen. Ich habe vor ein paar Tagen was in der Zeitung gelesen. Ein Lehrer hatte eine Affäre mit einer Schülerin. 2 Jahre lang. Ist ja unglaublich, oder? Sachen gibt's. Und noch viel unglaublicher ist, wie die Sache aufgeflogen ist. Durch eine eifersüchtige Mitschülerin. Wenn du willst, kann ich gucken, ob ich den Artikel noch finde. Ja, super. Den kann ich bestimmt gut einbauen. Das wird Carla sein. Sie wollte sich in der Mittagspause melden. Guten Morgen. Warte mal, Anne, ich muss dir was zeigen. Psst, nur eine Sekunde, aber es ist echt wichtig. Ich habe nämlich endlich die Lösung gefunden. Das ist eine interessante Frage. Aber für unseren Unterricht würde das zu weit führen. Wenn Sie sich näher mit Saint-Exupéry beschäftigen möchten, dann kann ich Ihnen ein Buch leihen. Kommen Sie jetzt auch rein? Ich möchte mit dem Unterricht anfangen. Du lässt den Drachen ja ganz schön steigen in letzter Zeit. Na und? Warum nicht? Bringst du mir noch einen Espresso? Natürlich. Ach, und eine Kopfschmerztablette bitte, wenn du hast. Was meint der Fuchs damit, dass er gezähmt werden möchte? Anne? Vielleicht will er gefüttert werden. Gibt es noch andere Theorien? Paul? Ich glaube, das Entscheidende ist, dass er sich Nähe wünscht. Er will jemanden, den er mit dem Herzen sehen kann. Jemand, der etwas Besonderes für ihn ist. Und für den er auch etwas Besonderes ist. Ich glaube, der kleine Fuchs, der sehnt sich einfach nach Liebe. Und wenn man richtig liebt, dann ist jeder einzelne Moment, den man mit dem Menschen verbringt, etwas ganz Besonderes. Man hat diesen Menschen immer in seinem Herzen und wird alles für ihn tun. Ich glaube auch, dass diese Liebe dem Leben erst eine Bedeutung gibt. Danke, Paul. Ja, das war eine sehr schöne Interpretation. In der nächsten Stunde unterhalten wir uns über die 2 folgenden Kapitel. Wenn Sie die bitte vorbereiten würden. Das gilt auch für Sie, Anne. Also, bis Donnerstag! Ach, Herr Paul, hätten Sie einen Moment? Dann kann ich Ihnen nämlich Konstantins korrigierten Test geben. Ja, klar. Übrigens, was du vorhin über den Fuchs gesagt hast. Das war süß. Das stimmt ja auch. Jede Minute, die ich bei dir sein kann, bin ich glücklich. Du hast mich wohl gezähmt. Hey, nicht hier. Wie oft denn noch? Wieso? Wir sind doch allein. Trotzdem, wir müssen vorsichtig sein. Auch mit verschlüsselten Liebesbotschaften. Sonst kommt noch einer dahinter, was du wirklich meinst. Bestimmt nicht. Das mit den Heimlichkeiten hat bald ein Ende. Ich wollte sie ja schon vorhin sagen, aber ich habe jetzt endlich einen Weg gefunden, wie wir uns völlig legal sehen können. Ich muss einfach nur... Frau Siebert? Das wäre nett, wenn Sie mir das Buch über Saint-Exupéry leihen würden. Kein Problem, ich bring's mit. Was kann ich für Sie tun, Anne? Sie haben mir was geschrieben, das kann ich nicht entziffern. Zeigen Sie doch mal her. Hier ist das. Willst du gar nicht wissen, wie viele Punkte du hast? Doch, ich gucke mir das nachher in Ruhe an. Wieso warst du heute nicht in der Schule? Kopfschmerzen. Verstehe, Wetter fühle ich. Tiefdruckgebiet aus dem schottischen Hochland. Wieso ist da nur ein Glas? Was ist denn mit dem Geschoss aus dem No Limits? Abgeblitzt.
Hör mir auf mit der. Hab ich doch gewusst. Erst hat sie wirklich auf Eisblock gemacht, aber nachher ist sie noch im Club aufgetaucht und war plötzlich zuckersüß. Na, und wieso bist du dann so genervt? Weil sie sich nur an mich rangewanzt hat, weil sie mitbekommen hat, dass ich Kohle habe. Tja, dann kann ich ja froh sein, dass ich zum niederen Volk gehöre. Anne liebt mich nämlich ohne Hintergedanken. Hör mir einfach auf mit dem Gesülze. Ich habe der Zicke natürlich eine Ansage gemacht. Und weißt du, was sie sich daraufhin geleistet hat? Ne? Sie ist im No Limits aufgekreuzt und hat mich vor so einer süßen Perle einen Schlappschwanz genannt. Das ist doch nicht witzig. Ich schwör's dir, wenn mir die Zicke noch mal unter die Augen kommt, dann kann die was erleben. So, jetzt darfst du erstmal tief durchatmen und dann erzählst du mir, was die Lösung all unserer Probleme ist. Auf das Einfachste sind wir nicht gekommen. Dabei ist das total naheliegend. Also ich habe herausgefunden, dass du dich nur dann strafbar machst, wenn du dich mit einem Schüler von deiner Schule einlässt. Schuldig, euer Ehren. Nein, nicht, wenn ich die Schule wechsle. Und das geht sogar im laufenden Schuljahr. Aber Kein Aber. Wir müssen einfach so tun, als hätten wir uns danach erst privat kennengelernt. Und dann kann dir keiner mehr was. Und wie du gesagt hast, die Lösung all unserer Probleme. das ist genial. Nur bist du sicher, dass du dir das zumuten willst? Neue Mitschüler, neue Lehrer. Das Einzige, was zählt, ist doch, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen. Und das willst du doch auch. Anne, ich liebe dich. Und das ist wie beim kleinen Prinzen. Du bist meine Rose und für meine Rose habe ich die Verantwortung. Ich liebe dich auch. Das heißt ja? Hi. Hallo. Na, wie war dein Tag? Oh, sehr erfolgreich. Ja, ich habe mich heute mit einem Lehrer unterhalten. Und zwar wusste ich ja nicht, was ich studieren soll. Also Sport allein wäre mir zu dröge und alles andere viel zu verkopft. Und jetzt? Ich habe die Lösung. Sportmedizin. Klingt gut. Ja, das Problem ist zwar, dass der Numerus Clausus so hoch ist, aber der Lehrer hat mir einen super Tipp gegeben. Und der wäre? Also wenn ich jetzt auf ein anderes Gymnasium gehe, bekomme ich bessere Noten. Also die bewerten nicht ganz so streng wie bei uns. Und er hat sogar gesagt, je eher ich wechsle, desto besser. Ich find's ja schön, dass du jetzt weißt, was du machen willst. Und ich glaube auch, dass Sportmedizin genau das Richtige für dich wäre. Ja. Aber so kurz vorm Abi wirst du die Schule nicht wechseln, weißt du? Auf gar keinen Fall.